As you probably know, a big storm is coming over Poland. The amount of water is coming is unbelievable. This is our decision. Tomorrow practice starts 8:30 already with water on the tarmac. The roof is gonna be closed for all today. Tomorrow, maybe Saturday is gonna be dry, and then we will open the stadium. Ex. Ich wünsch mir rot, du bist Paul. Das wird das muss alles durchdringen. Ja. Und hallo alle zusammen zu einem neuen Video. Wir sind schon bei der finalen Runde in Polen im PGE Narodowie Stadion, größtes Stadion von Polen. Der erste Trainingslauf liegt schon hinter uns, zusammen mit Josiah Feliz von FDF Race Shop. Ich würde sagen, solide ersten 2 Runden. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wir fahren im Nassen. Also die Strecke wird bewässert. Warum das Ganze? Für morgen, für Samstag ist hier in Polen ein ziemlich großes Unwetter angesagt. Und die Jungs haben einfach Angst, dass wenn wir heute im Trockenen fahren, so viel Gummi auf die Strecke kommt, dass es morgen die Show absolut doof aussehen wird. Ähnlich wie Finnland oder vor 2 Jahren Lodz, wenn wir einfach nur im Nassen auf Gummi rumfahren. Deshalb wird heute das Stadion geschlossen gelassen, Strecke bewässert, wir fahren im Nassen. Und wenn die Wettervorhersage für morgen okay ist, fahren wir morgen eventuell im Trockenen. Ich persönlich denke, dass es das ganze Wochenende nass wird. Ja, wie gesagt, hatten jetzt die erste Runde, hat sich eigentlich solide angefühlt, schon gute Linie getroffen, klar, hier und da noch auf jeden Fall. Auto funktioniert, ja, weiter geht's. Haben jetzt 1,5 Stunden insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit schon um ist, egal. Und dann nach dem Mittag nochmal 1 Stunde. Ich hoffe, dass wir wenigstens 6 bis 8 Läufe kriegen. Und dann steht heute Abend Quali an, also excited.
einfacher, weil es halt alles Flüssiger ist. ganz langsam abläuft. Flüssiger. Also, die ersten 1,5 Stunden sind um. Wir sind zweimal ins Stadion gekommen. Also insgesamt 4 Runden, 2 Lead, 2 Chase. Auto fühlt sich eigentlich solide an. Right out of the gate. Ändern jetzt trotzdem noch mal 2, 3 Kleinigkeiten. Wir sind bis jetzt den Teknova JR 800 gefahren. Der hat ja nicht super viel Profil, ist aber wesentlich weicher. Aber da, wo etwas mehr Wasser steht, schwimmt er doch etwas auf, habe ich das Gefühl. Da ist auf jeden Fall weniger Grip. Wir wechseln jetzt zum Supersport RS, weil der wesentlich mehr Rillen hat, um das Wasser unterm Reifen wegzuschaufeln. Und werden gleichzeitig nochmal die Übersetzung ein paar km/h langsamer machen, weil gerade beim Hinterherfahren ich ganz oft aus dem Drehzahlband rutsche. Und ich denke, es sollte auch im Lead helfen, gerade wenn wir von der Handbremse runterkommen. Mit dem Originalkopf fehlt es halt doch unten raus der Druck ein bisschen. Ja, das ist alles, was wir fürs zweite Training machen. Ich hoffe, dass wir nochmal 2-mal ins Stadion kommen, weil es ist nur noch 1 Stunde, also könnte es sau eng werden. Und dann ist Quali, also läuft. Also unsere 2 Trainings sind Geschichte. Wir haben leider insgesamt nur 6 Runden gekriegt. Zweites Training war 1 Stunde lang, also eine halbe kürzer als das erste. Die Jungs sind eine Dreiviertelstunde eher vorgefahren und waren trotzdem fast ganz hinten in der Schlange. Das nervt mich am meisten hier. So ein Humbug immer. Aber es ist wie es ist. Hatten nochmal ein Lead und einen Chase zusammen mit Jocke. Hat sich gut angefühlt. Sind nochmal auf den Teknova Supersport RS Reifen gewechselt. Der hat ein bisschen mehr Profil. Dadurch, der ist auch ein bisschen härter, dadurch ist das Auto ein Tick langsamer, aber fühlt sich wesentlich konstanter an. Das Setup behalten wir jetzt auf jeden Fall bei für die Quali. Ja, bin guter Dinge. Läufe waren eigentlich gut. Hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, aber ja, let's go. Nur mal schnell zur Autogrammstunde gehen. So anyway, another German driver on the line, Max Heidrich, a man that's often forgot to brake sometimes in the competition. Breaks a lot of hearts. Let's see what he does here as he fires through. Yeah, Max Heidrich is going full max. He's absolutely ripping as he gets into the outside zone. He is full commitment as full Max Heidrich said, this is it, the last round. I want a podium, I want to taste some champagne. Oh, Max Heidrich is on an absolute flyer right now. Is this the round? The young German driver wows everyone. Can he do it this weekend? He's been promising it for years, and Max Heidrich right now looks like the man to beat. This is a ripper of a run. 2 last outside zones to go. What can Heidrich do as he fulfills it massively? Look at this, flexing the back bumper, the tailgate, the quarter panel, the whole show as he gets it across the line. That is phenomenal. Big run. Wow. Whatever was a man. He's step a up man. He is a man. And said, you know what? Everyone's kind of, toddling about. Who I am. Yeah, I'm going to go out there and absolutely rip one, and that's what he did. So let's see what he scores. I mean, I think this is going to be a good one. An 85 on the board for Max Heidrich. Oh, I wonder. 5th position. Nur 85. Ich wollte Patrick seine angestrebten 99 haben.
ein bisschen tief in der Wand. Schön, Mann. Okay. Schön. Erster Lauf ist durch. 85 Punkte. Ich denke, zu Recht hatte er 1, 2 kleine Problemchen. Erste Wand direkt ein bisschen, denke ich, zu sehr in der Wand gewesen. Dann Clipping Zone 4 hatte ich ganz kurz eine Korrektur. Ich denke, Rest war ganz solide. Also könnte hier knapp werden mit 85. Aber ich denke, zurzeit sieht es ganz safe aus. Deswegen, ja, schauen wir mal, was der zweite Lauf bringt. Und das hätte ich mir aufsparen können. Nicht verkehrt für den ersten Lauf, komm, hey, verkehrt. Du willst ja noch steigern können. Hä? Ja. Eben, du kannst doch jetzt in der kleinen Mensch rauskloppen. Kann schon. Ja, aber wie willst du es dann steigern? Der Marc war jetzt super sicher, war erster Lauf am Auto, hat sich jetzt nicht so sicher angefühlt. Der erste Kurve war auch Ja, das war ein bisschen unnötig. aber mein erster Lauf. Ja, mal safe. Meine Paul hat zwar gesagt, mach Ja, rein. schön nah an der Wand. Ja, gut. Gut, dann hat es jetzt aufgehört. Und 3-4 war sehr gut. Sehr gut. Ja, halt erste Wand ein bisschen doll und auch in der vierten habe ich noch mal kurz korrigiert. Da bin ich wieder raus, dann viel Linksfußbremsen. Das war vielleicht der Abzug. Ja. Aber 85 finde ich trotzdem ein bisschen hart bewertet. Das haben wir ja Bei so LML üblich. 97 fand ich dann wieder. Hier jetzt kurz. Dann musste ich mit Linksfußbremsen, dass ich drin halt. Ich finde der 85 auch wegen hart. Haben wir noch irgendwo Spanngurte? Spanngurt? Ja, brauchen wir mal. Das müssen wir hier wegen sturmsicher machen alles. Darf ich mal in die Ecke da bitte? Was haben wir denn jetzt für einen Auftrag? So, wegen. Nehmen wir sicherheitshalber einen Geldbeutel mit, falls wir uns mal so ein kleines Tüski-Trägerle holen. Ja, stimmt, ich wollte auch Nachschluss holen. Max Heidrich. I'm looking forward to this. Yeah, but I'm disappointed with the judges because I'm in disagreement. His first qualifying run was very, very good. And they only scored it in 85. But technically it wasn't as amazing as it was. Don't agree with Dave. entertainment-wise. Just don't agree with him. Well, you know what? Just a bit You can better have your. No one else has had an alternate opinion to the judge before you. This must be a first time for everything. Here we go. Max Heidrich comes off the line. He's going full max angle, full max speed. Fire into that first score. Gets there early. That's what the judges want to see. Gets nice and deep. When he smashes into the wall, that's not what they want to see, but he does keep it moving. Yeah, he does keep it moving. He's nice and deep on that inside zone. He's deep on that one as well. Puts the front bumper nice and close to the wall now. Transitions, gets into this one perfectly timed. Doesn't let that affect him. It's a good line in this outside zone for Max Heidrich. As he comes through, looks for the little touch and go, that little box on the outside edge of the circuit, now flicks it back, creates a nice arc, dabs the handbrake early and sets himself up nicely for the second to last outside zone. Good angle, good speed, he's on the foot brake though, as he comes into the last outside zone, tags the back end off the wall and across the line for Heidrich. He's a pleasure to watch. No, he's not happy either. He's a pleasure to watch. He's not happy with it. No, he's shouting at himself. He's like, that was terrible. I could have crashed more. Yeah, oh, the car's still in one piece. Geil, Max, geil. Oh, Hätte ich nicht gedacht, aber wir waren im Moment. Zweiter Lauf ist durch. 90,5. Hätte ich mir nicht gegeben, aber nehme ich natürlich. Fand den ersten Lauf nach so ein paar Scores, die reinkamen, ein bisschen kritisch, aber jetzt ziemlich tief in der ersten Wand. Rest war eigentlich gut. Ja, ich denke, damit sind wir in der Show für morgen und Freitag Mission. Dann, danke fürs Daumen drücken.
Das ist richtig demotivierend im Auto. Ganz schön dolle, Alter. Ich dachte, oh, naja. Vielleicht wollen sie das erste Mal wieder zurückkommst. Ich weiß nicht, wie der Rest dann so war, aber ja, der hat ganz schön Wasser drauf. Ne? Alter, sondern wir drehen wir noch ein paar Grad runter, kommen die Schlittschuhe. Der Eiskunstläufer hinterher. Aber Joachim mit seinem Schneeschieber hat es wieder weggemacht. Morgen. Oder Mahlzeit. Guten Morgen aus Polen, es ist Samstag, es ist Top 32 Tag. Wir hatten gerade das erste Briefing, auf was es in den Battles drauf ankommt. Ging noch mal recht lange, dass es auch wirklich hoffentlich fair abläuft, gerade mit dem Start, wo der Leader langfahren muss, wo der Chaser zu sein hat. Ja, stehen jetzt schon an. Das ist für mich immer noch der nervigste Part. Wir sind zum Briefing gelaufen, das heißt über 1,5 Stunden, 2 Stunden vor dem Training stehen die Leute schon im Gang und nervig. Wir sind Vorletzter, wo immer eine Stunde eher war, also läuft. Ja, erstmal noch 1,5 Stunden Training, Warm-up. Es wird nass bleiben, weil für nachher Regen gemeldet ist. Ja, bin gespannt, aufgeregt, hab Bock, wird gut, hoffe ich. Wir sehen uns dann.
erster Trainingslauf ist im Sack. Konnten mit Lauri fahren, also konnten ganz gut checken, wie unser Speed ist. 2 sehr konstante Läufe, er hatte einen guten Lead, mein Lead war nur am Inner Clip 3 ein bisschen wobbly. Ansonsten ziemlich gutes Battle, konnte sehr nah ranfahren, also Grip passt. Ja, Inner Clip noch in Ordnung bringen, auch im Chase. Ich habe immer ein bisschen zu spät umgesetzt. Die wollen es mehr sehen, dass man es parallel macht. Macht es halt mit der Wand in der Mitte etwas schwieriger, aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einen Lauf kriegen. Das ist noch ein bisschen über eine halbe Stunde. Wäre cool. Schauen wir mal. Läuft. Max Heidrich said Korpelinski took him down the last time they went to the stadium. He said he's ready for this one. Big angle from Max Heidrich from Germany as he fires into that first corner. Oh, Heidrich using the wall as a crutch there to bounce back out of it. Pinball stations on the first corner. Korpelinski says, I'm not having any part of that until you settle down. And he transitions back. Korpelinski with shallow angle trying to get to Max Heidrich. Heidrich is on a flyer here. Big speed, big angle, but he's making a lot of contact with the wall as Korpelinski is using the exact opposite approach. Very tentative, small angle, but he's staying in the mix now. Korpelinski starts to make the dive, making no major errors. Oh, you can see that Korpelinski got stuck a little bit on the shallow line there, and now look at this, they're kind of wandering and wavering out of the last zone there. Two very different driving styles. Oh, they nearly run into each other after the finish line. And I would say, you know, you from so much sim driving, Korpelinski, he's like a machine. He just makes no mistakes, and that's very difficult in a sport with so many variables. Max Heidrich is like, you just wind them up and send them out into the stadium and see what happens. So it's going to be very interesting to see which way it works out. I think there could be some hits here if Heidrich doesn't calm this one down. Yeah, Heidrich goes for it. Look at this, he's deeper into the zone than what Korpelinski is, but it's a little scrappy from Max Heidrich as Korpelinski now puts the front bumper at S14 into that inner zone. They fire through, and now Korpelinski seems to have the pace, but now he tags the wall. Heidrich makes a dive, and now he's got the proximity. Look at this, mirroring the angle, mirroring the speed, mirroring the proximity all the way through. A little shy for Heidrich there as he now has to make an adjustment coming into the second to last outside zone. He's lost some ground to Korpelinski. Korpelinski looking scrappy, tagging the wall, hitting the bumper, bouncing off the wall, and they lose that proximity right at the end of the run. Yeah, Korpelinski hit the wall after the finish line as well, which is okay. In any one after the finish line, doesn't matter for the score. No. But
Pavel Kobylinski gets the win and goes through. The Polish fans are happy with that one. And I'm going to go back to you, Kevin, very quickly on this. Look at that, he's delighted. Ja, komm, hey. Der Lied war schon ein bisschen aggressiv an der ersten Mauer. Aber ich hatte eigentlich in meinem Kopf schon, dass ich gewonnen habe. Letzte Kurve, ey. Der ist noch so in der Wand, dann kurz flacheren Winkel, dann ist er nochmal einen Zacken weggezogen. Ich so, Mann, ey. Ja. Quali. Aber ja. Gut. Bis später. Ciao. Hey Max! Max! Das war doch mal mit Stil, hä? Scheiß letzte Kurve. Ja, was war da Wand? Hätte ich rasiert. Was war denn da? Ich weiß es nicht. Ich habe mehr Gas, wäre mehr Wand gewesen. Ja. Weiß ich nicht. Meine Transition, denke ich, war scheiße. Ich hab umgesetzt, dann bin ich kurz angekommen, habe nochmal gebremst und in dem Moment hat er Gas gegeben. Und dann ist er ja auch nochmal in der Wand kurz weniger Winkel, also nochmal einen Zack weggezogen. Ja, so wenig Winkel gab es sowieso. Olaf meinte, ich hätte gewonnen, aber Olaf ist da immer dabei. Nicht so wenigstens in Rotterdam. Also Also würden sie halt im Briefing nicht immer so, dann wäre das ja okay. Aber wenn sie, ich weiß halt nicht, ob die Briefing dann wirklich die kleinen, die 1-2 Punkte sagen und halt das große nicht. Ich habe ja gleich gesagt, geht nicht zum Briefing. Meine Transitions von 2, 3, 4 waren halt auch nicht parallel mit seinen, aber besser als im Training, würde ich sagen. Und auch ziemlich gut eigentlich. Ja, du war dann zur 5 hinter, war es ein bisschen komisch. Beim Chasen? Ja. Naja, ich war oben dran und dann denkst du immer, na, wann lässt du jetzt Luft zum, ich hätte länger dranbleiben sollen einfach. Und die Transition dann auch, ab da war mein Chase ein bisschen kacke. Ja. Aber Olaf meinte halt, ich war in jeder Zone tiefer als er und mit mehr Winkel. Ja. Außer halt die letzte. Ja, normalerweise beim Briefing so auf Winkel gebrochen hat, hätte ich ja gehofft. Naja. Auf jeden Fall mit Stil. Ich weiß es nicht. Ich denke, es lag alles an meiner Transition. Ich habe umgesetzt, habe gedacht, oh, da ist er, weil er auch schön ausgeholt hat. Habe noch gedacht, habe sogar, glaube ich, noch Fuß gebremst. Das war völlig falsch. Ich hätte dort noch mal kurz und später bremsen müssen. In dem Moment, wo ich gebremst habe, ist er aufs Gas, da war die Lücke da. Dann ist er noch mal richtig vor mir in der Wand, da ist der Winkel raus, hat man richtig gesehen, da ist er noch mal ein bisschen weggezogen und ich saß einfach nur, ich habe als ich dann gemerkt habe, ich bin auch ganz schön nah an der Wand, habe ich noch mal ganz kurz gebremst, ansonsten war es ja nicht mal Linksfuß gebremst. Alles in allem kann man sagen, dass die Hirnchen einfach überhaupt nicht schmecken. Ja. Ja, das stimmt schon. Wahrscheinlich habe ich mich einfach zu gut gefühlt. Oder weil sich mein Team wieder kurz vorm Start daneben benommen hat. Paul haben sie durch den Gang gepfiffen. Ich gucke nach links, alle gepflegt. Wer steht dort? Der Paul. Genau so steht er dort. Steht er so dort. Und die Pfeifen vorne wieder doof. Bist du kurz aus der Konzentrationsphase raus? Ja. Danke, Paul. Ganz zufällig jetzt das Bier aufmachen. Wir nehmen den neuen. Das hat aber schon gezüchtet, das wird nicht mehr cool. Bisschen gezüchtet hat es schon leider. Aber der Hochweiler muss, wenn du oben hast. Das ist doch was wirklich ein guter Ruf wäre, wo auch jetzt keiner Bock hat. Was? Jetzt den Anhänger zu holen. Ja, Entschuldigung. Wir machen hier das Tor auf, da fahren wir bis hier einfach raus und stellen ihn auch hier hin. Ja, es war nix. Das nehmen wir nicht mit rein. Oder? Vielleicht nicht. Wir können ja auch mal zu unseren Fehlern stehen. Immerhin ist ein Zollstock kaputt gegangen. Ja. Entschuldigung, ganz eng hier. Also Leute, damit ist der letzte Tanz der Saison durch. Leider gegen Pavel Kobylinski in Top 32 ausgeschieden.
ziemlich knappes Battle. Wir haben auf einen One More Time ehrlich gesagt gehofft. Lidran war ich eigentlich sehr happy damit, außer Zone 1 bisschen sehr an der Wand geschliffen. Aber der Rest war ziemlich solide. Chase Run hat sich sehr, sehr gut angefühlt bis in die letzte Kurve. Hätte ich dort ein bisschen mehr Proximity zeigen können, denke ich, wäre es sogar in unsere Richtung gegangen. Aber es ist, wie es ist. Am Ende hat er von Zone 5 zur 6 zurück an die Wand relativ Speed mitgenommen. Ich habe nochmal gebremst, weil ich gedacht habe, das wird viel zu schnell. Er hat sich im Prinzip mehr oder weniger an der Wand angelehnt, ist dann nochmal in die Wand, ein bisschen Winkel raus und ist mir nochmal eine Ecke weggefahren. Konnte nicht viel machen, um da näher ranzukommen, dadurch leider verloren. Trotzdem mega Stimmung im Stadion gewesen, richtig, richtig coole Erfahrung. Habe mich richtig gut gefühlt vor dem Battle, eigentlich den ganzen Tag. Habe mich schon vielleicht ein bisschen zu sehr aufs Battle mit ihm danach gefreut. Nein, Quatsch. Immer Battle für Battle. Haben es leider verloren. Schade. Ich denke, Video wird mega fett. Patrick hat ein paar richtig geile Aufnahmen im Stadion gemacht. Wir haben gerade noch ein bisschen gegessen. Top 16 ging los. Wir gehen jetzt ins Stadion, genießen das letzte Event des Jahres. Dann ist noch eine kleine Afterparty, wo wir mit dem ganzen Team hoffentlich noch ein bisschen Spaß haben können. Und dann geht es morgen nach Hause. Wir werden nächste Woche, muss ich mir mal auf die Karte schreiben, noch bekannt geben, wann unser Season-End-Party bei uns in der Halle sein wird, wo alle gerne vorbeikommen könnt und einfach noch mal eine gute Zeit zusammen haben können. Und ansonsten, wie es jetzt weitergeht für nächstes Jahr, weiß ich absolut noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine volle Driftmaster-Saison sein wird. Ich denke, wir werden ein Jahr Auszeit nehmen, vielleicht eine Wildcard, Iron Drifting auf jeden Fall, um einfach die Struktur im Team oder alles aufzubauen, vom Zugfahrzeug bis hin zu Budget, alles, dass das passt und dann zurückkommen. Mal sehen, wie das läuft, mal sehen, wie wir alles machen. Vielleicht ergibt sich auch irgendwas. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber erstmal Peace aus Polen. Danke fürs Schauen. Tschüss.